Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 19. Zwischen den Blumen. Na, schau mal einer an, sagt Trixie. Ist dir etwa wieder zu warm geworden, Bernd? Ja, bestimmt, mein Cassie-Meerschwein, sonst würde er ja nicht vor seinem Körbchen liegen. Ihr habt recht, ihr beiden. Aber seien wir doch mal ehrlich, es wird nun auch jeden Tag wärmer draußen, oder etwa nicht, sagt Bernd. Cassie und Trixie stimmen zu und nicken dabei mit dem Kopf. Nicht nur das, Bernd. Man hört auch schon viel früher morgens die Vögel singen, sagt Trixie. Das ist doch ein schönes Stichwort, um in den Garten zu gehen, fordert Cassie. Selbstverständlich, Cassie, meint Bernd. Komm, wir laufen los. Das Rudel setzt sich in Bewegung in den Garten. Sofort freut sich Trixie. Hurra, die Sonne scheint. Das wird ein prima Tag. Kommt schnell, wir untersuchen alles. Gemeinsam wird Runde für Runde der Garten untersucht. Man könnte ja etwas verpassen. Cassie entdeckt, da sie kleiner ist als ihre beiden Freunde, in einem Blumenbeet ein interessantes Tierchen. Bernd, Trixie, bellt Cassie leise. Kommt mal zu mir. Hast du etwa etwas entdeckt, Cassie? Rufen Bernd und Trixie nahezu gleichzeitig. Ich denke schon, meint Cassie. Nun sind auch Trixie Dackel und Bernd Schäferhund zur Stelle. Zwischen den Blumen hebt ein kleines Insekt immer wieder auf und ab. Ist das eine Biene? Fragt Cassie. Nein, sagt Bernd. Ich bin mir sicher, dass es eine Hummel ist. Wir können ruhig etwas näher dran gehen, meint Bernd Schäferhund. Hummeln sind sehr liebe Tiere. Die Hummel fliegt mit einem Looping vor den 3 Hunden und setzt sich dann auf die bunteste Blume hin. Na, ihr 3, spricht die Hummel? Ihr seid ja sehr neugierig. Ja, meint Cassie Meerschwein. Entschuldigung, wir wollten niemanden stören, aber wir erleben täglich neue Abenteuer, was einem daher erst recht neugierig macht. Und eine Hummel hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das klingt ja auch logisch, kleiner Hund. Jetzt, wo es langsam wärmer wird, können wir Hummeln erst richtig anfangen. Wir sind also etwas abhängig von der Jahreszeit. Wir haben ja kein Fell, wie ihr Vierbeiner. Aber du hast einen ordentlichen Plüschpopo, ruft Trixie Dackel. Das stimmt, sagt die Hummel. Ich heiße Renate, Hummel Renate. Oder Hummeline Renate, was euch mehr zusagt. Einen richtigen Spitznamen habe ich nicht. Ich mag also eigentlich alles. Außer Humnate, Humnati oder solches Zeug. Nein, nein, ruft Bernd Schäferhund. Renate ist vollkommen okay. Mich ruft man zwar manchmal zusätzlich Bärnchen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was machen Hummeln denn so, liebe Renate? Fragt Trixie Dackel. Ja, das würde mich auch mal interessieren, fragt Cassie Meerschwein. Renate die Hummel spricht. Wir sind sozusagen die Teddybären der Lüfte. Wir ernähren uns von Pollen und bestäuben so die ganzen schönen Blumen überall. Bestäuben heißt also, dass wir den Blumen helfen, sich zu vermehren, um so für noch mehr schöne Beete zu sorgen. Kannst du auch stechen, Renate? Fragt Bernd Schäferhund. Ja, spricht Renate. Aber in meiner ganzen Amtszeit musste ich meinen Stachel noch nie einsetzen. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, sage ich es jetzt. Wir Hummeln sind äußerst friedliche Insekten. Aber wie schaffst du es denn überhaupt, mit den kleinen Flügeln abzuheben? Fragt Bernd auch noch. Renate, das soll kein Verhör werden, spricht Trixie Dackel. Nein, schon gut, unterbricht Renate die Hummel. Ich finde es schön, dass ihr euch für uns Hummeln interessiert und so neugierig seid. Es ist schön, mal etwas Abwechslung zu haben. Fliegen tun wir mit einem Trick, denn im Verhältnis zu unserem Körper, habt ihr richtig bemerkt, wären unsere Flügel eigentlich viel zu klein. Aber wir schlagen zeitlich versetzt mit den Flügeln. Das lässt uns daher genauso fliegen wie beispielsweise Bienen und Wespen. Wir fliegen übrigens auch schon eher los. Also wenn es noch etwas kälter ist. Honigbienen warten dann noch, bis es wärmer wird. Ich war mal mit Mirko, einer Honigbiene, auf einer Fortbildung. Hier war ich sehr neugierig und hatte ebenfalls viele Fragen. Das Thema Bienen fasziniert mich sehr. Aber frierst du denn dann nicht, wenn du so früh unterwegs bist? Also wenn es noch etwas kälter ist, fragt Cassie. Nein, das funktioniert prima, wegen dem Plüschpopo, den wir Hummeln haben. Das ist fast wie ein Markenzeichen, meint Renate. Der flauschige Popo hält uns schön warm. Und wenn es mal richtig kalt ist, lassen wir alle Muskeln zittern, um so noch mehr Wärme zu erzeugen. Wir frieren also sehr selten. Ach, Renate, dann hast du ja was mit Bernd Schäferhund gemeinsam. Er friert auch nie. Er liegt dann immer vor seinem Körbchen auf den kalten Fliesen, sagt Trixie. Genau, lacht Bernd. Dabei schüttelt er sich, so wie es nur der echte Bernd Schäferhund kann. Vielen Dank, Renate. Ich glaube, es gibt noch reichlich Fragen, meint Cassie. Davon bin ich überzeugt, spricht Renate die Hummel. Ich habe mit Sicherheit auch noch Fragen, was euch Hunde angeht. Aber wir Hummeln müssen permanent essen. Selbst wenn wir den Magen voll haben, dürfen wir nicht aufhören. Diese Energie brauchen wir für unseren Spezialmodus zum Fliegen. Daher werde ich mich nun auch von euch verabschieden. Man sieht sich, meint Renate. Summend fliegt Renate die Hummel weiter ihre Runden.
Viele Grüße und vielen Dank für die zahlreichen Antworten, rufen Bernd Schäferhund und Trixie Dackel und Cassie Meerschwein hinterher. Das war klasse, Cassie, sagt Trixie. Gut, dass du Renate hier im Beet entdeckt hast. Genau, spricht Bernd. Man lernt nie aus. Während die drei sich auf dem Weg ins Haus ins Körbchen machen, fragt Cassie in die Runde. Hey, es wäre doch nun mit den ganzen Informationen von Renate auch super, wenn wir uns mal mit einer Biene unterhalten. Dabei legt sich Cassie so ins Körbchen, dass Trixie Dackel noch Platz genug hat. Ich bleibe hier vorne auf den Fliesen liegen, meint Bernd Schäferhund. Trixie nimmt Anlauf und hüpft über Bernd direkt neben Cassie. Sie dreht sich dabei dreimal um sich selbst und spricht zu Cassie. Du hast recht, Cassie. Vielleicht kann Renate ja mal Kontakt zu Mirko, der Honigbiene, aufnehmen. Das könnten wir zumindest mal versuchen. Aber ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein. Für morgen. Für unser neues Abenteuer.